Okay. Geh vor. Chungmi. Toll, ein schwarzer Bildschirm. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Mondstadt gefällt mir besser. I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. Ja und? But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 years of divinity. Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. Liyue is the most prosperous of the 7 nations, defended by deities and ruled by the Qixing. As such, the diplomatic maneuverings of the Fatui have gained no purchase here. Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why Child wants to make use of the Wangsheng funeral parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow! Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prize da Noctilucous schlepp ich jade bestimmt worthy of a genügend mit rum. deity. Ein Beutel voll Mora. Geh und kauf Nachtjade. Wieso kaufen? Ich hab das schon gemacht. Oh gut, dann kaufe ich halt Nachtjade. Dem hatte ich doch gestern schon das Vergnügen. Mit seinem Rätselratespiel. Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on Jade? This could be your lucky day. 2 unbearbeitete Steine, okay. It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Okay. Betting? No, we're here for... what was it again? Noctilucous jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucous Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some here for your perusal. What do you think? The Jade Mystery is an old name in the jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go on, pick whichever one you like. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? That is fine as well. If it were me, the answer would be simple. Ach ja? Oh? And that would be... Alle 3. I'll take them all, boss. Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. Oh, wait, boss! That one didn't count!
We need to discuss it again! Hey! If we only need one for the ritual, aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? So loaded that he doesn't even bother hunting for a bargain. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good and bad jade. Only after the item made using Noctilucous jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame, or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It is the moon. Noctilucous jade of excellent quality would have superior pyro affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher its quality. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Hyman's just said that we might never be able to use it again. So, schön blau soll We're sie back to sein. buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you say? How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry, I know the rules. As long as we can prove that it is good jade, you will not take a loss. All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to boot. Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flattered me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using Pyro, we can use Hydro to reinforce it from within.
This way, the samples will not disintegrate immediately. Erst Wasser und dann Feuer. Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need to find a place to try this out. You mean at One Mean Restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to get out of control. We cannot take such a risk. Ooh, Paimon remembers! We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly turtles from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. Auf in die Dadaupa-Schlucht. Könnte ich das Glücksspiel nochmal machen? How is it? Anywhere near reaching a decision? Hier bin ich doch im Geo. Und da auch. Ich gehe mal nach oben. Aber ich habe ja nur Geo und Anemo. Bisher. Ich kann ja gar nicht Pyro werden. Irgendwie konnte man doch was wechseln. Oder war das nur mit Noel? Ich versuch's jetzt einfach mal. Statue der Sieben. Wahrscheinlich auch der 7 Kräfte. Ich kann das anbeten. Ja, schlecht auch eine Geokolossell. Einklang mit der Geokraft. Genau, das habe ich gemeint. Ist Tarakaya jetzt Geo oder was? Ah, man kann das ändern. Ja, die ist vielleicht besser als die Windkraft, oder? Was hat sie denn jetzt gemacht? Mhm. Oh, ich könnte mal ausprobieren. Tarakai ist jetzt Geo, oder? So sehe ich das. Dann habe ich ja 2 Geo. Und 2... Wo konnte man denn noch mal sehen? Tarakaya, Aufstiegsmaterial, Vorschau. Okay. War das nur ein Spielwelt? Ah ja.
Aber im Sternbild ist jetzt weniger, oder? Wo konnte man noch mal sehen? Das war doch hier. An der Waffe. Was ist hier da? Du machst mich fertig. Für. Oder war das nur in dem... Ich suche mir jetzt was anderes. Warum sehe ich eigentlich nicht, wo ich hin muss? Da muss ich hin. Da Tauperschluss. Gehe mal hier Windsteig. So, jetzt gucke ich bei ihr nochmal. In meinem Sternbild ist nichts. Jetzt sage ich wieder Anemo. Und gucke hier nochmal in mein Sternbild. Und da sind nämlich schon 3 Sachen freigeschaltet. Sachen freigeschaltet. Fisch 102. Die habe ich eigentlich nur dabei, weil es diesen Bonus da gibt. Na, ich kann mich zwischen Amber und Fischl nicht so recht entscheiden. Ich muss mal vergleichen. 6,6. Fischl, wo ist Fischl? Da. 5000. 421, Verteidigung 200. Ist der besser? Elementarkunde. Ja, maximale Ausdauer haben sie alle gleich. Freundschaft 2, was immer das heißt. Da macht sie 187 Schaden. 100 ist ähnlich. Ja, das ist... Hier beim Sternbild schon was frei, und zwar Blick aus der Finsternis.
Fall der Vergebung, Schutz der Dunkelheit, Mitternachtstraum, Sterneverschlinger. Die hat richtig viel frei. Ja, die aber auch. Wie weit ist denn das? Kann ich auch noch hin teleportieren. Noch ein Stück teleportieren. Was man teleportiert, muss man nicht laufen. Ach ja, jetzt ist ja dieser schöne Strahl, dass man sieht, wo man hin muss. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the Ich muss ja irgendwann muss ich ja so mal kennenlernen. Also nehme ich mal Fischel und will ihn mal ein bisschen kennenlernen hier. than Sumeru's frigid snake wine. The threads of your fate lie in my hands. Ah, da war jetzt gerade der elementare Einklang. 4 unterschiedliche Elemente. Ach, das gibt auch was. Erhöht den Widerstand gegen alle Elemente um 15% und den physischen Widerstand um 15%. Hat also auch was. Und wenn ich jetzt anstatt die Fische die nehme... Outrider Amber, reporting. Da hat man das gesehen, in der Truppenausstellung. Dann habe ich aufrichtiges Feuer. Verringert die Dauer der Beeinträchtigung durch zusätzlichen Cryo-Attribut um 40%. Und erhöht den Angriff um 25%. Für 25 Angriff ist natürlich schon nicht schlecht, oder? Nochmal Fische. The threads of your fate lie in my hands. Da habe ich 4 unterschiedliche und das heißt... Das ist auch nicht schlecht. Also, ich probiere sie aus. So schlecht ist sie dann auch nicht. Fischi, Fischi, Fischi. Was ist da unten? Achso, den großen Kessel. Nur, das ist ja nix. Ah, der Riesenkessel da. Was gibt das hier eigentlich? Boah, die sind Stufe 40 jetzt? Warum sind die jetzt so groß geworden? Wegen dem Weltdings da Bums da, oder? Ja, das ist doch jetzt viel zu schwierig. Ich hätte nicht aufsteigen sollen. Was ist der? Der große? Eine andere Stufe 40. Das macht es natürlich schwer, ne? Die waren doch vorher 20 oder so. Das ist dieses Weltlevel-Dings da, Mondstadt.
Der wird ja richtig schwer hier, der Typ. Das ist ein richtiger Kampf. Ah ja, mir das gefällt, dass die jetzt Stufe 40 sind. Oh, der wäre normalerweise mit 2 Schlägen fertig. Da will ich richtig lange draufhauen. Das ist hier die automatische Weltstufe. Irgendwann kann man die ein bisschen runterregeln. Da bin ich aber auch gespannt, ob die Belohnungen dementsprechend besser sind. Also, ich sei jetzt da oben an dem Pott. Ich wollte eigentlich rüberspringen. There's still soup in here. These hilly trolls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. We're ready to go. Paimon will help remember which one of the 3 is which. Use Pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Nutze die Pyrokraft und heize ständig den Topf an, bis eine Reaktion entsteht. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. So,